Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Seit 7 Jahren leben wir hier in Icking im Isartal bei München. Es ist Herbst und seit einiger Zeit gehen bei uns die Makler ein und aus. Unentschlossene Käufer beanstanden zugige Fensterstöcke, den Zuschnitt des Grundstücks oder was ihnen sonst einfällt, um den Preis zu drücken. Uns ist der Platz lieb. Trotzdem haben wir uns entschlossen, das Haus zu verkaufen. Wir planen, auf einem Boot zu leben und für circa 3 Jahre die Welt zu umsegeln. Lass ihn mal! Zieh mich mal! Hey, nicht mit Schnur! Wir, das sind unser Hund Mikos, den wir zurücklassen müssen, Calixte, unser jüngster Sohn, 4 Jahre alt, Silvester, 11 Jahre alt, Letitia, 9 Jahre, Bartolome, 10 Jahre, Marie, meine Frau und ich. In den letzten Jahren arbeitete ich als Designer und entwarf Möbel. Ein erfüllter Beruf, für mich wohl nicht so ganz. Dumpf, aber beharrlich meldeten sich Zweifel. Mit 39 Jahren sagte ich mir, wenn ich mein Leben verändere, dann jetzt. Sowohl Grund- wie Oberschule liegen nur wenige Gehminuten von unserem Haus entfernt. Sollten wir die Kinder nicht im Schutze einer geachteten Nachbarschaft und im Rahmen meines bewährten Schulsystems heranwachsen lassen? Sollte ich nicht zufrieden sein mit dem Erreichten? Schon scheue ich mich, das Wort erreicht zu gebrauchen. Es klingt nach zielstrebig gewollt. Gewollt habe ich vielleicht die einzelnen Mosaiksteinchen unseres Lebens, aber nicht das Gesamtbild. Das Muster empfinde ich als vorgegeben. In dieser Umgebung kann ich mich den Forderungen und Ansprüchen der Gesellschaft nicht entziehen. Zu viele Abläufe in meinem Berufsleben wiederholen sich. Ich möchte die Weichen neu stellen. Bleibe ich hier, ohne die Welt zu erfahren, komme ich mir vor wie ein Kartenspieler, der schon bei der ersten ihm zugeteilten Karte ruft, halt genug, das ist es, auf diese Karte setze ich, keine andere mehr. Um wirklich zu erfahren, brauche ich Zeit. Ich will nicht eingeengt sein in den Rahmen von Ferien. In meinen etablierten Kreisen weiterzuleben erscheint mir plötzlich bedrohlicher als ein Aufbruch. Ohne die Kinder und Marie zu leben, kommt mir gar nicht in den Sinn. Mit der Familie im eigenen Boot um die Welt zu segeln, war die plötzlich und gewaltig dastehende Antwort. Ich habe Glück. Marie sagt Ja zu meinen Plänen. Beide können wir die Folgen, die sich aus diesem Entschluss ergeben, nicht absehen. Wir melden die Kinder von der Schule ab. Ich glaube an den Traum unserer Weltumsegelung. Besser selber unser jetziges Leben zerstören, als mit Unbehagen daran festhalten. Zu welchen Gedanken versteige ich mich? Mein Vater sagt mir, Blödsinn deine Träumereien.
Du ruinierst dir deine Zukunft und gefährdest deine Kinder. Meine Schwiegermutter sagt uns, ich habe mich nie getraut, meine Träume auszuführen. In Frankreich, in der Nähe von Lyon, wird der Rumpf unseres Bootes gebaut. Ich habe mir den Bootstyp ausgesucht, der mir die meiste Sicherheit verspricht. Ein zu großes Boot können wir bei schlechtem Wetter nicht handhaben. In einem zu kleinen Boot sitzen wir zu eng aufeinander und gehen uns auf die Nerven. Aber ich will keine Einwände gelten lassen. Ich bestelle Masten, Rig, Segel und Motoren. Die Entscheidungen überstürzen sich. Während der Stahlrumpf zusammengeschweißt wird, bastle ich an einem Einrichtungsmodell. Die Werft drängt mich. Sie will die Positionen für die Wassereinlässe für Motoren, Bad und Küche wissen. Die Lage der Luken, des Cockpits, des Kajüteinganges, der Bullaugen, alles will endgültig entschieden sein. Während sich hier das Leben der Arbeiter Jahr ein, Jahr aus nicht ändert, werden wir bald mit diesem Schiffsrumpf durch die Ozeane zu immer neuen Erlebnissen pflügen. Meine Stimmung schwankt zwischen Triumph und Unsicherheit. Nachts wache ich auf und denke, was für ein Wahnsinn. Der Bootsrumpf entsteht und das Haus ist noch nicht verkauft. Warum konnte ich mich nicht mit unserem Leben, wie es geregelt und gesichert ablief, zufrieden geben? Wenn ich wenigstens an Sonne, Badestrände und ewige Ferien denken würde. Dem ist aber nicht so. Und um das mir und meiner Familie ganz klar zu machen, beschließe ich als erstes Ziel, Neufundland anzulaufen. Insel mit viel Regen, Nebel und Kälte. Ich will das Schwierige und gleich zu Anfang. Ich bin noch nie über einen Ozean gesegelt. Zu Stahl als Baustoff habe ich Vertrauen. Sollten wir später in der Südsee auf ein Riff laufen oder im Dunkeln mit einem treibenden Baumstamm, einer losgerissenen Boje oder einem schlafenden Wal zusammenstoßen, die Stahlplatten werden uns schützen. Liegen wir später in stillen Buchten und haben Zeit, mit Unbekannten Freundschaft zu schließen, neue Landschaften, Tiere und Pflanzen zu erkunden, so haben wir in unserem Boot doch immer unser eigenes Zuhause dabei. Wenn ich mir das warme Holz der Kajüte und das leichte Wiegen des Bootes vorstelle, werde ich ganz euphorisch. Um wie viel schöner wird es sein, mit dem Dinghy an Land zu rudern, als durch eine Hotelhalle die Straße zu betreten. Mit Freude kündige ich alle Versicherungen wie Feuer, Diebstahl, Blitzschlag, Wasserrohrbruch und Haftpflichtversicherungen. Auch alle Krankenversicherungen kündige ich. Für diese Reise um die Welt, für diesen Aufbruch ins Unbekannte kann ich mich nicht versichern. Ich will mich auch nicht von einer falschen Sicherheit täuschen lassen. Wir alle haben noch unseren Blinddarm. Und dann, was machen die? Hast du ganz viele Spiele im Kopf? Ja, und wie
müssen wir uns gut überlegen, welche wir machen. Der Löwe und das Schwein. Oh nein, der Arme, lass ihn. Was ist denn? Wem gehört dieses Buch überhaupt? Tagsüber in unserem Haus verdrängen wir die Vorstellung, dass wir alles verlassen werden. Marie schreibt in ihr Tagebuch. Wir leben jetzt in Icking, als ob wir nichts Besonderes vorhätten. Es gibt zwar ein Zimmer voller Ölzeuge und Netzen und Bootausrüstungen, aber sonst leben wir ein ganz normales Leben. Es wird noch nicht gepackt, noch nicht ausgemistet. Wir wollen die Atmosphäre im Haus ganz intakt lassen. Die Kinder sollen keine Unruhe im Haus fühlen. Trotzdem informieren wir die Kinder über unsere Pläne. Seit 2 Monaten wächst der Schiffsrumpf. Calixt wird sich später an ein Leben ohne Boot und Meer nicht erinnern können. Bartolomä bestaunt Material und Technik des Bootsbaus. Abends fragt er mich, ob Eisen nicht viel zu schwer sei für ein Boot. Letizia erscheint der Schiffskörper riesig. Wie klein wird er uns auf dem Meer sein? Silvester verlässt die Oberschule gerne. Er ist dort nur zur Probe aufgenommen, fühlt sich verunsichert und stottert. Obwohl ich einen großen Teil des Tages mit Hausarbeiten beschäftigt bin, habe ich andere Vorstellungen von meinem Leben. In Icking sehe ich einen Sonnenaufgang oder die Abendsonne durch das Laub scheinen. Solche Momente sind wie eine Versuchung. Ich suche nach einer ständigen Verbindung mit der Natur. Bei unserer Reise glaube ich eine Herausforderung, an unsere Möglichkeiten mit einem engen Familienleben verbinden zu können. Ich werde Joachim und die Kinder immer um mich haben. Zusammen werden wir Unbekanntes erleben. Kochen, spülen und Wäsche waschen werden mühsamer. Nachts wache ich auf und frage mich, wie sehr werden die Kinder unter der Seekrankheit leiden. Ich hasse nachts zu steuern, weil ich gegen die Müdigkeit nicht ankämpfen kann. Ich befürchte, dass ein Zusammenleben auf dem begrenzten Raum des Schiffes unsere Harmonie bedroht. Nach unseren bisherigen Erfahrungen habe ich Zutrauen, dass die Kinder sich den Erfordernissen auf dem Boot gut anpassen werden. Die Reise ist für mich etwas, auf das ich einmal zurückblicken kann. Sozusagen ein Lebenskapital. In unserem Haus in Icking vergeht die Zeit schnell. Sie wird in der Erinnerung von Bedeutung sein. Abends, wenn ich im Bett liege, kommt mir so durch den Kopf, wie schön es eigentlich Icking ist. Wie schade, Icking zu verlassen. Da habe ich das Fußballspielen, da habe ich diesen großen Keller, wo ich Boote und Rollbrett bauen kann und Flugzeuge. Und überhaupt das Baumklettern und dass ich jede Minute einen Freund anrufen kann und sagen, ich habe ein Rollbrett, kommst du mit, wir treffen uns vor die Schule. Ich finde es irgendwie so schön. Ach, das kann ich auf dem Boot nicht haben. Da Marie Französin ist, wachsen die Kinder zweisprachig auf. Hartnäckig halten sich Fehler in ihrer deutschen Rechtschreibung und Grammatik. Schulaufgaben mache ich alleine. Manchmal hole ich die Marie zu Hilfe. Wenn der Jochen sagt, ihr müsst heute 1 Stunde Mittagsschlaf machen, weil ihr gestern so spät ins Bett gegangen seid, erschrecke ich. Aber Stiegen, das steht da. Stiegen, aber da muss man noch ein Wort dazu.
Stiegenbrand. Gut, dann lassen wir erstmal Ich das möchte aus. gerne lange Haare haben, so wie die Marie. Fliederstrauß, das Stiefel. Also schreib mal schon Stiefel und dann sehen wir. Und hier? Nur Calixt ist noch von der Belastung der Schule verschont. Arbeiten? Ja, Zum ja, Basteln? haben. Zum Basteln? Ja, haben. Ja? Ja. Gut. Und Pferd. Und schau mal, was ist das? Nee, Ja? Das ist eine Taschenlampe. Ja, Damit kannst du es reparieren. ja. Warte. Pferd will ich. Möchtest du das Pferd auch? Ja, genau. Nee, Bartholomä kam ganz aufgeregt zu mir. Ein Mitschüler sagte ihm, was ihr vorhabt, um die Welt zu segeln, das ist verboten. Ich weiß es von meinen Eltern. Und dieser stand da. So. Mache ich jetzt das da. Das erste. Ich ist ein Pronomen. Ja, gut. Das kannst du dann gleich schreiben. Ich habe Pronomen. Und? Die Kinder, denen ich sage, dass wir für ein paar Jahre wegfahren, sagen zu mir, das stimmte sowieso nicht. Und glauben es mir nicht. Die sagen, es ist viel zu gefährlich, da sinkt er sowieso auf dem Pazifik oder auf größeren Meeren. Der Leiter der Oberschule rät mir dringend von unserem Plan ab. Ich will nicht einsehen, warum Erlebnisse nicht Schule ersetzen können, wenigstens für ein paar Jahre. Sprachen, Tierwelt, Geografie, Biologie, auch Geschichte. Warum soll sich das nicht in direkter Begegnung erlernen lassen? Was die Kinder akademisch versäumen, wird eben später nachgeholt, argumentiere ich und versuche meine Zweifel zu bekämpfen. Wir feiern den 2. Advent in Icking. Schneiden. So, da werde ich dann auch Physik lernen. Nein. Was ist Biologie? Also du wirst gut sein in Erdkunde, wirst du vielleicht gut sein. Sag mal, Bartholomä, was, du hast da ein Zimmer auf dem Boot. Ja. Hast du dich schon Mit mir. Ein Steuer draußen oder bloß in... Wie bei mir Ja. im Kopf. Ja, genau. Über dem Kopf geht das. Wahnsinnig. Am liebsten möchte ich mein Fahrrad mit aufs Boot nehmen, weil ich gerne freihändig fahre. Aber es geht nicht, darum verkaufe ich es und kaufe mir ein Klapprad. Doch. Am liebsten nehme ich von meinen Spielsachen mit das Buch Tom Sawyer und Huckleberry Finn, meinen ganzen Werkzeugkasten, viel Holzleim und Laubsägeblätter. In meiner Klasse kann nur meine Mutter nicht stricken. Ich stricke aber so gerne. Ich will es ihr immer beibringen, aber ich habe keine Zeit dafür.
Est-ce qu'il est par là, là? C'est le moment où il est en face. Je le ramène là. Je le ramène un petit peu en arrière. Un mot. Attends. Il roule. Attends, prends tout à fait. Ramène-le un peu plus haut. Encore. Roule. Voilà, Ich unterhalte mich mit dem Werftchef und seinem Meister. Wir sind uns in den letzten Monaten vertraut geworden. Ich versuchte für die Arbeiter ein lustiges und schönes Dankesessen zu geben. Aber so recht mochten sie unserer angeregten Stimmung nicht folgen. Schon in den nächsten Tagen werden sie eine neue Arbeit beginnen. On va voir avec quel que ça va prendre. On va remonter, on va voir si ça va pas, on le remettra plus là. Attention. Allez. Ça va pas. Non mais je veux dire, si on monte à notre tronc. Mit Puppenspielen mag ich nicht sehr gerne, weil es sehr langweilig ist. Aber wenn ich eine Schwester hätte, dann würde ich schon mit Puppen spielen. Ich bin nicht glücklich, dass ich nur Brüder habe. Ich hätte so gerne eine Schwester. Ich habe eigentlich gar keine beste Freundin. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum ich keine habe. Wenn wir denken, dass es auf einmal aus der ganzen Welt ein riesiger Netz kommt und ein paar Leute einsammelt und dann fressen das die Menschenfresser oder so. Und dann würden wir uns so ärgern und
dann würden wir uns auch richten. Aber wir wissen nicht wie und die Fische wissen es ja auch nicht. Wir haben ja viel bessere Ideen und viel besseren Ideen und einen größeren Kopf und gescheiter als die Fische, außer die Delfine. Es wäre doch schön, wenn ich jetzt ein berühmter Mann wäre, der jetzt mit dem Flugzeug über den Dschungel fliegt und dann in einem bestimmten Fluss lande, mit einem Kajak am Land fahre und ich da Bäume fälle oder mir eine kleine Blockhütte baue. Und das muss einfach schön sein, vor allem Bogen und abenteuerlich Tiere zu pflanzen und dann fremde Neger auf einmal zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Kinder eigentlich gar nicht kenne. Wenn ich von anderen Leuten höre, was sie mir über sie erzählen, bin ich wirklich ganz erstaunt. Der Calixte, sehr scheu mit fremden Leuten. Und die Letizia in die Schule hat gar keine Freundin, fühlt sich sehr isoliert. Und der Silvester ist ein großer Kavalier, hat diesen Ruf. Und von Bartholomä höre ich, dass er furchtbar zittert, wenn die Lehrerin zu ihm in die Klasse kommt. Merkwürdig.
zurück. Nein, nach Brasilien. Und dann fahren wir von Brasilien wieder zurück in den Atlantik. Und zwar wahrscheinlich wieder nach, weiß nicht, nach Antibes oder La Rochelle. Und dann kommen wir wieder nach Icking mit unheimlich vielen Erlebnissen. Ich würde gerne ins Mittelmeer wieder zurückkommen. Ja, und das erste kannst du gleich einen Aufsatz schreiben. Ja, da hast du noch viel in Erinnerung. Aber das erste, was ihr dann machen müsst, ist eine Aufnahmeprüfung. Tagebuch Ja, ein Tagebuch müsst ihr unbedingt alle führen. Sowieso. Aber ihr müsst eine Aufnahmeprüfung hier machen. Dann. Wenn wir jetzt euch mitnehmen auf diese Reise und wir lösen das nicht gut mit der Schule und ihr kommt hier nach Icking zurück und dann schafft ihr die Schule nicht, dann macht ihr uns dann als Eltern immer Vorwürfe. Nein, Ihr werdet sagen, Das könnt ihr jetzt nicht das könnt ihr nicht beurteilen. beurteilen. Ihr werdet sagen, ihr Eltern, ihr habt uns damals auf diese Reise mitgenommen und habt nicht ordentlich für unsere Schulausbildung gesorgt und jetzt sind wir im Berufsleben gehandicapt. Jetzt sind wir nicht so gut wie die anderen Kinder in der Schule. Jetzt haben wir Nachteile und dem möchte ich eben vorbeugen, indem ich versuche, euch möglichst einen guten Lehrer mitzugeben. Das verstehe ich, Das heißt, Sie müssen das ganze Pensum, was Sie jetzt hier versäumen, auf dem Boot lernen. Und hier sind Sie 4 Stunden vormittags in der Schule und wenn ich das so beobachte hier im Haus, dann bist du mindestens 4 Stunden nachmittags nochmal mit Schularbeiten beschäftigt. Nur in der Schule ist in diesen 4 Stunden nicht auf dem Kind konzentriert. Aber trotzdem ist es doch eine ganz starke tägliche Belastung, der du zusätzlich ausgesetzt bist und du musst ja auch noch kochen, du musst das Boot in Ordnung halten, du musst die Kleider in Ordnung halten, du musst das tausenderlei Sachen machen und ich sehe nicht, dass du das alles schaffst. Und psychologisch ist das ja belastend, wenn man weiß, dass so viel auf einem ruht. Ihr müsst halt schon sehr probieren, Kinder, dass ihr der Marie helft, gell? Oder? Weil ich glaube nicht, dass sie es schafft. Ich glaube wirklich, sie schafft es einfach nicht. Wenn ihr nicht nett seid. Wir können auch eine Arbeitsaufteilung machen auf dem Boot. Ich helfe draußen beim Segeln. Und die Letizia hilft beim Putzen. Nein. Soll ich dein Ei machen? Wir waren übrigens alle heute nicht in der Kirche, außer Silvester. Was wurde das von Pierre bekommen? Ja, wo warst du? Da gibst du Letizia, warum warst du nicht in der Kirche? Ich schon vergessen. Da! Oh, das finde ich nicht so. Überhaupt nicht. Doch, habe ich schon. Doch. Und wir können sicher sein, dass uns in diesen 4 Jahren sehr viel passiert, was sehr, sehr schön ist. Und wir können aber auch sicher sein, dass uns irgendwas passiert, was ganz schrecklich ist. Und wir wissen aber nicht was, wir wissen nicht wann. Es kommt ganz plötzlich, irgendwann. Irgendwas passiert uns, was ganz gefährlich ist. Und das weiß ich. Und das macht mir natürlich große Sorgen. Gerade wenn ich mit meinen Kindern fahre. Und dann auch mit 4. Dann verlierst du alle 4 und ihr hast du müsst keine mehr. unheimlich vorsichtig sein auf dem Boot. Das müsst ihr mir versprechen, gell? Ja. Dass ihr mir vor allem nicht über Bord fallt. Das ist die größte Gefahr. Ihr dürft nachts nicht aus der Kajüte gehen, einfach an Deck gehen und so. Wenn ich nicht da bin, dann plötzlich ist eine merkwürdige Bewegung im Boot, die ihr nicht einkalkuliert habt und schwupp liegt ihr im schwarzen großen Meer. Und dann segelt das Boot weg und ich finde euch nie mehr wieder. Da müsst ihr unheimlich aufpassen. Aber Joachim, du musst aufpassen mit dir. Ja, ich passe mit mir auch auf. Das Nicht, ist dass du da reinfällst. Das war Ganz viel aus. Es ist noch viel schlimmer, wenn du reinfällst. Kinder, ihr müsst auf den Kalixt alle 3 aufpassen. Ja. Gell? Weil das ist, der Kalixt ist unser gefährdetster, weil er der kleinste ist. Ja. Gell? Da müsst ihr mir helfen. Kalixt muss schwimmen lernen. Der kann auch nicht schwimmen. Stell dir mal vor, der fällt ins Wasser. Der auf der Stelle unter. Da geht er gleich unter. Also hier kriegst. Also, das ist gut, ja? Besser als Kaffee. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir diese Reise durchstehen. Ich habe ganz schön Angst, mit euch über den Atlantik zu fahren. Wo wir 20 Tage alleine sind auf dem Meer, wo es riesige Wellen gibt. Stellt euch mal vor, ihr werdet alle seekrank. Alle werdet ihr seekrank. Alle. Seekrank ist nicht das Schlimmste gerade. Aber wer soll denn dann steuern, wenn wir alle seekrank sind? Ich.
Ja, Naja, aber ich finde das sehr selbstverständlich. Das kann man sagen. das finde ich irgendwo gut. Das hat Ihr euch seid gar da nicht sehr, erstaunt. sehr tapfer, dass ihr einfach sagt, ja gut, wir fahren halt weg, dann fahren wir halt weg. Aber wir haben schon viele Sachen auf der Welt gesehen, aber hier. Ich vermisse ich vermisse besonders Mikosch. Ja, mit dem Mikosch können wir natürlich gar nicht mitnehmen. Oh, Und vor allem wissen wir nicht, was wir mit ihm machen sollen. die Bettchen nehmen wir auch. Die nehmen wir nicht, nein. Leider nicht. Nein, wir müssen jemanden finden, der sich... Aber weißt du, was ich glaube, wenn wir auf der Reise sind mal, dann glaube ich, dass ihr ganz viel an Iking denken werdet auf einmal. Das glaube ich auch. Ich glaube schon. Und jetzt habe ich dir noch nicht gezeigt, oben, wo das hängt. Ja, Da haben wir ein ganz großes Geschenk für uns allen und das war Schach. Ah, toll. das ist gut, gell? Das ist aber schön. Ein Steckschach Ja. haben sie gehabt fürs Oh, Boot, extra gut. fürs Boot. Gut, gell? Toll. Das ist ganz gut, ja. Das müssen wir aufbewahren. Aber dann- Letizia, Ja, Jochen. Letizia, du kannst ja noch gar nicht Ich Schach weiß spielen. nicht so. Ja? Ja, natürlich. Also Oh da Mann. wissen wir wenigstens schon, was wir mitnehmen. Ja, Schach, Dame Nur und Spiele, Spiele, alle ja. Spiele, die wir im Haus haben. Alle Spiele, dann ist das Boot voll. Das geht nicht. So viele Spiele können wir nicht mitnehmen. Hast du dir auch alles gut überlegt? Nein, das habe ich nicht und will es auch nicht. Zu viel Überlegungen hemmen meine Entschlusskraft. Marie und die Kinder fahren in die Berge. Das Unangenehmste, das Ausräumen des Hauses durchlebe ich alleine. Von allen Seiten springen mich Erinnerungen an. Wie ein Stier mit gesenktem Kopf laufe ich durch diese Tage und verabschiede mich eher unfreundlich von Verwandten, Freunden und Nachbarn. Ich steuere unser Boot in den kleinen Hafen von Marennes an der Atlantikküste. In den Wintermonaten soll doch der Schiffsrumpf ausgebaut werden. Die Möbel lagern bei einer Speditionsfirma in Bayern. Manche unserer Freunde schreiben uns ab wie eine verlorene Investition.
Alright guys, well I hope you enjoyed that first episode. Let me know in the comments below what you thought of it. Obviously it's the first episode. Not so much sailing, really the introduction to the family I guess, and their mission. So from next Sunday onwards they splash the boat and they get moving around the world, and that's where the real adventure begins. I want to say thank you to many of you who helped out, put some money in my PayPal account this last week. It absolutely blew away myself and Joachim, the amount of support you guys gave, the willingness you guys showed to help Joachim out, get back on his feet and finish his circle of the globe, get back to Thailand. Man, incredible, you guys are amazing, so good. It warms the heart a little bit in this time where everyone seems to be hating on each other and fighting and yelling and screaming. You guys all getting behind this cause. Real cool. Yeah, I'll see you all next Sunday for the episode number 2 of The Family That Dared. See you guys. Bye bye.